In dem heutigen Video erkläre ich euch, weshalb ich am liebsten in Anleihen investiere, anstatt in andere Anlageprodukte. Zudem stelle ich die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Anlageprodukte vergleichend gegenüber. Behandelt werden unter anderem Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Gold, Festgeld und Immobilien. Bitte beachtet, alle genannten Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung und sind keine Anlageempfehlungen. Als erstes schauen wir uns den Graph einer Anleihe aus dem Bankensektor an. Es ist in diesem Beispiel eine Goldman Sachs Anleihe mit einem A-Rating und einem Zinssatz von 7,5%. Der Kurs wirkt sehr stabil. Normalerweise haben Anleihen eine Endfälligkeit, also ein Datum, an dem sie dem Anleger komplett zurückgezahlt werden. Diese Anleihe hingegen läuft endlos weiter, sodass ein Anleger langfristig gute Zinsen erhält, ohne sich aktiv um eine Neuanlage kümmern zu müssen. Solange die Bank wirtschaftlich arbeitet, erhält sie ein gutes Rating und ein Ausfallrisiko ist sehr gering. Anleihen mit einem Zinssatz von 7 bis 8% und sehr guter Bonität sind in der Regel immer zu finden, da es weltweit tausende Anleihen gibt. In dieser Hinsicht ist diese Goldman Sachs Anleihe ein Musterbeispiel für Anleihen. Ein Anleger legt sein Geld an und erhält im Idealfall ein Leben lang seine Zinsen alle 6 Monate ausgezahlt. In dieser Grafik sehen wir, wie viel Kapital man mit dieser Anleihe in 20 Jahren aufbauen könnte. Dies ist eine theoretische Berechnung basierend auf bestimmten Annahmen. Wir setzen voraus, die Goldman Sachs Bank bleibt wirtschaftlich stabil, die Abgeltungssteuer bleibt bei 25% und der Freibetrag für Ehepaare liegt weiterhin bei 2000 Euro. Dann hätte ein Anleger, der 100.000 Euro anlegt und auch die Zinsen wieder anlegt, nach 20 Jahren ca. 316.000 Euro. Das heißt, sein Kapital wäre nach 20 Jahren mehr als verdreifacht worden. Diese Zahl ist kein vielleicht wie bei Aktien, sondern durch den Emittenten vertraglich zugesichert. Allerdings besteht immer ein Emittentenausfallrisiko. Das zeigen wir jetzt im nächsten Beispiel. Jetzt schauen wir uns eine Anleihe an, die beispielhaft für einen Ausfall steht. Es ist eine China Evergrande Anleihe mit einem Zinssatz von 9,5%. Das ehemals zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas musste aufgrund zu hoher Schulden Insolvenz anmelden. An dem Kurs kann man erkennen, dass die Anleihe inzwischen wertlos ist. Sicherlich hätte man die Anleihe schon frühzeitig verkaufen können, aber am sichersten wäre es gewesen, es gar nicht diese Anleihe zu kaufen, denn das Unternehmen hatte schon 2019 ein Rating von B. Dennoch wirken solch hohe Zinsen für viele Anleger verlockend. Insbesondere wenn der Kurs unter 100% fällt, dann ist die Rendite nämlich nochmal deutlich höher. Dieser Fall zeigt, Anleihen sind nicht komplett risikofrei. Anleihen von Firmen mit schlechten wirtschaftlichen Kennzahlen sind riskant. Jetzt schauen wir uns beispielhaft einen Aktienkursverlauf aus der Automobilbranche an. Es ist die Ford-Aktie. Zwei Aspekte werden sofort deutlich. Erstens, es gibt große Kursschwankungen und zweitens, der Kurs hat keine konkrete Richtung nach 20 Jahren. Genauer schauen wir uns die grüne Linie an. Hätte ein Anleger am Einstiegspunkt gekauft und würde er nach 20 Jahren erneut auf seinen Kontostand schauen, so hätte sich dieser kaum verändert. Betrachtet man die gelbe Linie, wäre sogar ein deutlicher Verlust möglich, wenn man zum falschen Zeitpunkt gekauft hätte. Der blaue Einstiegs- und Ausstiegspunkt zeigt, eine Verzehnfachung des Kapitals wäre auch möglich gewesen. Viel mehr als mit der Goldman Sachs Anleihe. Aber den idealen Ein- und Ausstieg zu finden ist sehr schwierig, weshalb vielleicht auch unmöglich. Für mich wäre das nichts, da ich Aktienverläufe nicht vorhersehen kann und meine Gewinne nicht planbar sind. Jetzt werden einige einwenden, es gibt doch eine Dividende. Diese liegt für Ford im Schnitt bei 5%. Ja, das stimmt, aber Dividenden sind freiwillig und variabel. Darauf möchte ich mich nicht verlassen. Zudem wird die Dividende vom Aktienwert abgeschnitten, sodass es keinen echten Wertzuwachs gibt. Was mich auch etwas ärgert, ist, dass es zwischen Unternehmensgewinn und Aktienwert nur einen schwachen Zusammenhang gibt. Der Aktienwert steigt, weil die Anleger glauben, dass die Firma nun mehr wert ist und mehr Aktien kaufen. Aber die Firma kann noch so hohe Gewinne einfahren, der Aktionär erhält vom Cashflow keinen Cent. Bei Anleihen ist es anders. Die Zinsen werden direkt aus dem Cashflow bezahlt und der Kurs bleibt unverändert. Vergleichen wir die Ford-Aktie mit einer Ford-Anleihe. So stellen wir fest, auch hier gibt es Schwankungen, aber diese sind prozentual gesehen deutlich geringer. Der Kurs ist insgesamt stabiler. Es gibt zwei Hauptgründe für diese Stabilität. Erstens wissen die Anleger, dass die Anleihe am Ende zu 100% ausgezahlt wird. Aus diesem Grund wirkt diese Prozentmarke wie ein Magnet. Die Anleger verkaufen, wenn der Kurs deutlich über 100% ist und kaufen, wenn er deutlich unter 100% liegt. Diesen Effekt nennt man Pull-to-Par. Der zweite Effekt ist die Renditebremse. Diese sorgt dafür, dass der Kurs in der Regel nicht zu hoch und nicht zu tief wird.
Man beachte in der Grafik die rot markierten Bereiche. Ist der Kurs so hoch, dann bekommt man für sein Kapital weniger Zinsen, also kauft man dann nicht. Eher verkaufen Anleger, um Gewinne mitzunehmen. Bei den grün markierten Bereichen ist es genau umgekehrt. Ist der Kurs zum Beispiel bei 80%, so bekommt man für sein eingesetztes Kapital deutlich mehr Zinsen. Also steigen hier viele Anleger ein und der Kurs geht wieder nach oben. Deshalb bewegt sich der Kurs in der Regel im gelb markierten Bereich zwischen 100 und 120%. Es gibt nun 3 Vorteile gegenüber Aktien: stabiler Kurs, regelmäßige solide Zinsen und die garantierte Rückzahlung des Kapitals. Also warum sind dann Aktien viel beliebter und bekannter als Anleihen? Der Grund liegt in der möglichen Rendite. Die Rendite bei Anleihen ist beschränkt, bei Aktien fast unbeschränkt. Dazu sehen wir uns die Nvidia-Aktie an. Bei einer Investition von 10.000 Euro im Jahr 2015 hätte man im Jahr 2025 4,3 Millionen Euro im Depot. Das heißt, der Einsatz wird in 10 Jahren 430-facht. Klar, dass Aktien so beliebt sind. Es schwingt immer die Hoffnung auf eine sehr hohe Rendite mit. Aber seien wir mal ehrlich, konnte 2010 oder 2015 einer von uns vorhersehen oder daran glauben, dass KIs so wichtig werden würden und dass ausgerechnet Nvidia-Chips so eine wichtige Rolle dabei spielen würden? Solche Ausreißer gab es schon immer und wird es immer geben. Unter Tausenden von Aktien. Aber da ich solche Aktien nicht vorhersehen kann und meiner Erfahrung nach auch Experten oft daneben liegen, erscheint es mir eher wie ein Glücksspiel. Deshalb setze ich eher auf solide Anleihen. Ich kann aber Anleger verstehen, die ein höheres Risiko für eine höhere Rendite eingehen möchten. Eine etwas höhere Stabilität als Aktien und zugleich eine höhere Rendite als mit Anleihen kann man mit einem ETF erreichen. Hier sehen wir als Beispiel den Nasdaq 100. Historisch betrachtet konnte man im Schnitt jährlich eine Rendite von 14% erzielen. Das ist ordentlich und im Chart kann man sehen, dass der Kurs insgesamt stetig steigt. Was mich als konservativen Anleger jedoch stört, ist der lange Seitwärtstrend nach der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Hätte ich im Jahr 2000 Aktien im Wert von 10.000 US-Dollar gekauft, so hätte ich 16 Jahre in Folge einen Minusstand im Depot gehabt. Und niemand möchte verkaufen, wenn er im Minus ist. Auch wenn der Nasdaq 100 derzeit immer weiter steigt, zeigt die Historie, dass lange Seitwärtstrends durchaus möglich sind. Deshalb würde ich nur investieren, wenn ich sehr langfristig plane, so 10 bis 20 Jahre. Zudem würde ich monatlich investieren, um das Risiko zu minimieren, an einem Hochpunkt zu kaufen. Dass ETFs langfristig sehr gut funktionieren, zeigt auch dieser historische Dow Jones Chart. Der Dow Jones ist über 236 Jahre angestiegen. Aber auch hier sieht man sehr gut, dass es sehr lange Phasen geben kann, wo der Kurs eben nicht steigt, sondern fällt und sich schwer wieder erholt. Betrachtet bitte den rot markierten Bereich nach dem Jahr 1929. Hier gab es einen großen Börsencrash und der Kurs hat sich erst 25 Jahre später vollständig erholt. Die Grafik an sich sieht toll aus, aber wenn ein 25-Jähriger erst mit 50 Jahren wieder eine schwarze Null in seinem Depot sieht, dann ist das schon mehr als enttäuschend. Ich möchte dieses Risiko mit meiner Anlage nicht eingehen, deshalb setze ich, wie gesagt, auf Anleihen. Hier habe ich regelmäßige Einnahmen, der Kurs ist relativ stabil, es gibt fixe Rückzahlungstermine und ich kann meine Anleihe jederzeit verkaufen. Wem das alles nicht so wichtig ist und wer eher in Jahrzehnten denkt als in Jahren und wer monatlich investiert, für den sind ETFs eine gute Investition. Jetzt kommen wir zu einer relativ modernen Geldanlageform, der Kryptowährung. In diesem Chart sehen wir beispielhaft den Bitcoin. Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte der Menschheit schon einmal solch eine Rendite gegeben hat. Seit 2013 hat sich der Kurs ca. ver-10.000-facht. Hätte jemand 10.000 Euro angelegt, so wären es heute 100 Millionen Euro. Ich kenne sogar aus meinem persönlichen Umfeld Menschen, die damit große Gewinne gemacht haben. Analog zum Nasdaq 100 und Dow Jones Chart sehen wir hier einen stetigen Anstieg mit Konsolidierungsphasen. Der Kurs ist sehr volatil. Auch hier besteht die Gefahr, mehrere Jahre im Minus zu sein, wenn man zum falschen Zeitpunkt kauft. Deshalb ist auch hier empfohlen, monatlich zu kaufen. Zudem gibt es beim Bitcoin nicht die lange Historie wie bei klassischen Indizes. Auch wenn es danach aussieht, kann ich nicht vorhersehen, ob der Bitcoin immer weiter steigen wird. Zudem besteht die Gefahr, genau zum falschen Zeitpunkt einzusteigen. Auch hier habe ich als konservativer Anleger wenig Planbarkeit. Aber für risikofreudige Anleger, die auf eine maximale Rendite aus sind, ist das eine gute Option. Der Bitcoin gilt ja
heute als das digitale Gold. Aber auch das echte Gold hat in den letzten Jahren eine echte Rallye hingelegt und ist wieder in aller Munde. Jeder sagt, hätte ich doch Gold gekauft. Das ist typisch für Menschen. Sobald ein Kurs explodiert, ärgern sie sich, dass sie nicht rechtzeitig eingestiegen sind. Auf einmal wird Gold so interessant und Leute fangen wieder an, in Gold zu investieren. Ich habe immer noch nicht Gold gekauft und plane es auch nicht. Warum nicht? Das erkläre ich jetzt anhand dieses Goldcharts seit 1973. Wir sehen zwei extrem lange Seitwärtsphasen. Eine dauerte 8 Jahre an und eine sogar unfassbare 29 Jahre. Falls ihr jetzt in Gold investieren möchtet, dann behaltet bitte diesen Chart im Hinterkopf. Gegebenenfalls ist ein sehr, sehr langer Atem notwendig. In diesen Zeiträumen kann ich mich über hohe regelmäßige Zinszahlungen durch meine Anleihen freuen und muss mich nicht jahrelang über den Goldkurs ärgern. Als Mix innerhalb eines Portfolios wäre ein kleiner Anteil okay, aber viel würde ich persönlich aufgrund dieses Charts nicht investieren. Ich betrachte mich selbst schon als konservativen Anleger, aber es gibt auch Menschen, für die sind Anleihen sogar zu riskant. Da wäre dann die nächste Anlageklasse das Festgeld. Je nach Anlagedauer erhält man zurzeit, also im Jahr 2020, Zinsen zwischen 2 und 3%. Dieser Zinssatz deckt in etwa die aktuelle Inflationsrate. Legt man 10.000 Euro für 10 Jahre fest an, so erhält man pro Jahr 300 Euro Zinsen. Das Geld ist für die nächsten 10 Jahre nicht mehr verfügbar. Möchte man es vorher abheben, so wäre das ein Vertragsbruch. Die Bank könnte jedoch aus Kulanz entgegenkommen. In der Regel muss man mit dem Verlust aller Zinsen rechnen, gegebenenfalls mit einer Vorfälligkeitsentschädigung und mit sonstigen Gebühren. Diese feste Bindung des Kapitals über lange Zeiträume wäre für mich keine Option. Da bin ich mit Anleihen flexibler und viele Anleihen bieten deutlich höhere Coupons bzw. Zinssätze. Für Anleger sehe ich hier wenig Vorteile bis auf maximale Sicherheit und Inflationsausgleich. Nun betrachten wir die Anlageklasse Immobilien. Die Renditeberechnung bei Immobilien ist komplizierter. Oft gibt es relativ niedrige laufende Renditen durch Mieteinnahmen, dafür aber auch eine Wertsteigerung der Immobilie. Der Grund für eine niedrige laufende Rendite hat eine Reihe von Gründen, wie zum Beispiel ein hoher Einkaufspreis, Kaufnebenkosten, Instandhaltungskosten, Leerstand, niedrige Mieten, Hausverwaltungskosten, Versicherungen, hohe Steuern, monatlicher Tilgungszwang, Zinsänderungen, enorme Zinskosten über die gesamte Laufzeit, Mietausfallrisiko, Rechtsstreit mit den Mietern, energetische Sanierungspflichten und so weiter. Hinzu kommt der Arbeitsaufwand verbunden mit dem Kauf, Verkauf, Vermietung, Verwaltung, Instandhaltung der Immobilie sowie die Abgabe von Steuererklärungen. Das Kapital ist auch hier gebunden und lässt sich nicht per Mausklick wieder freigeben. Dazu muss der Besitzer einen aufwendigen Verkaufsprozess durchlaufen. Noch ein Nachteil, es gibt keine Risikoverteilung, denn das gesamte Kapital hängt an einer Immobilie und an einem Ort. Nehmen wir einmal an, jemand kauft ein Haus inklusive Nebenkosten und Renovierung für 600.000 Euro. Für eine 10% Rendite, also 60.000 Euro pro Jahr, müsste er das Haus für 5.000 Euro im Monat vermieten, was heute völlig unrealistisch wäre. Bei guten 2.000 Euro im Monat würde diese Person im Jahr 24.000 Euro einnehmen. Also eine Rendite von 4%, was sich erst einmal okay anhört. Jedoch müssen wir noch den monatlichen Kredit, Kreditzins, die Steuern, den Leerstand und Instandhaltungskosten abziehen. Wenn der Kredit nun 25 Jahre lang läuft, so macht der Investor in der Regel kaum noch einen Gewinn. Nehmen wir einen hohen Eigenkapitalanteil an, so könnte es monatlich 1.000 Euro Überschuss geben, was im Jahr 12.000 Euro wären. Dann liegen wir bei einer kleinen Rendite von 2%. Also mit einem Kredit ist die laufende Rendite nicht besonders hoch. Jedoch haben Immobilien einen großen Vorteil. In der Regel steigt der Immobilienwert im Laufe der Jahre an. Hier ein Beispiel. Sei eine Immobilie 500.000 Euro wert und nehmen wir eine Wertsteigerung von 2% pro Jahr an, dann würde der Wert um 10.000 Euro pro Jahr steigen. In 10 Jahren wären das 100.000 Euro und in 20 Jahren wären das sogar 200.000 Euro. Das heißt, die Bank leiht euch Geld und ihr bekommt Mieteinnahmen plus enormen Wertzuwachs über die Jahre. Das heißt, die Investition in eine Immobilie kann sich in dieser Kombination durchaus lohnen. Jedoch darf man den Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, nicht vergessen. Fazit. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, welche Anlageform am besten zu ihr oder zu ihm passt. Festgeld eignet sich für risikoscheue Anleger. Gold ist als sicherer Hafen in Krisenzeiten bekannt.
kann sowohl physisch als auch an der Börse gekauft werden. Langfristig bietet es bessere Renditen als Festgeld. Anleihen sind für regelmäßige Einnahmen mit wenig Risiko und ordentlicher Rendite geeignet. Jedoch muss man die Bonität des Emittenten im Auge behalten. ETFs sind sehr langfristig gesehen eine sichere Investition mit hoher Rendite. Kurzfristig, das heißt innerhalb von wenigen Jahren, kann es immer zu Kursverlusten kommen. Aktien sind für Menschen, die die Entwicklung von Firmen abschätzen können und das Risiko mit der Rendite verbinden möchten. Hier gibt es, wenn man Glück hat, noch einmal mehr Rendite als bei ETFs. Jedoch ist das Verlustrisiko auch deutlich höher. Kursvoraussagen sind im Allgemeinen immer schwierig. Oft sind es einzelne Ausreißer, die den Index weit übertreffen. Kryptowährungen sind für alle, die daran glauben, dass sie die Zukunft sind und auf hohe Renditen hoffen. Die Historie ist zwar kurz, aber bisher scheint diese neue Technologie fehlerfrei zu funktionieren. Eine Immobilie zum Wohnen ist okay, bindet aber viel Kapital, das man investieren könnte. Eine Immobilie zu vermieten ist okay, wenn man bereit ist, Arbeit aufzuwenden, der Kaufpreis gut ist und das Kapital langfristig gebunden sein darf. Wenn man alle diese Vor- und Nachteile betrachtet, kommt für mich persönlich als konservativen Anleger mit meinem individuellen Risikoprofil am ehesten die Anleihe in Frage. Jedoch gebe ich gerne zu, dass auch andere Anlageformen attraktiv sind. Für Anleger mit einem weiten Zeithorizont sind zum Beispiel der Nasdaq 100 oder S&P 500 interessant, welche historisch betrachtet im Schnitt Renditen von 14 bzw. 10% pro Jahr erwirtschaftet haben. Historische Renditen sind jedoch keine Garantie für die Zukunft. Wichtig hierbei ist immer, monatlich zu investieren, um den Kaufpreis zu mitteln und nicht bei einem zu hohen Preis einzusteigen.